Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich Bounties machen und zwar mit der Komet. Und zwar mit der Sabre Komet. Ich habe die ein bisschen modifiziert. Ich habe 4 Attrition Kanonen drauf montiert. Die hat 4 S3 Mount Points. Und da habe ich halt 4 Attrition dran gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die so funktionieren. Ich bin nicht der überragende Dogfighter, aber hin und wieder probiere ich es halt doch mal aus. Da ist sie. Die sieht auch schon anders aus als die normale Sabre. Ihr seht das auch an der Lackierung. Das ist kein Skin, die sieht einfach so aus. Ich finde das schon cool. So sieht das Ganze von oben aus. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier eine Bounty in der Nähe haben. Low Risk Target haben wir hier. Wo war das? So, das ist bei jeder. Das ist schon mal gut. Möchte jetzt mit diesem Schiff auch nicht durch das ganze Sonnensystem fliegen. Mit dem aktuellen Antrieb Quantum Drive schaffe ich das auch gar nicht. Ich habe nämlich den VK00 eingebaut. Der ist ja fast doppelt so schnell, aber verbraucht natürlich auch dementsprechend. Nehmen wir hier das erste Target. Schauen wir mal, wie ich mich in der Sabre schlage. Ich versuche immer, das Ziel mit Raketen schon vorab auszuschalten. Ne, zum Com-Array will ich jetzt nicht. Also ich versuche vorab das Ziel mit Raketen auszuschalten. Das hat einfach den Vorteil, dass man nicht das Risiko hat, selber Schaden zu nehmen. Ich fliege jetzt immer hier außerhalb des Asteroidenfeldes erstmal noch näher ran. Bei diesen Low-Risk-Targets sind mehrere Schiffe, die wir jetzt hier antreffen werden.
Bei diesen Very Low Risk ist nur ein Schiff. Aber hier können das schon mal 2 sein. Oder meistens sind es 2. So, jetzt kann ich ein bisschen Gas geben, dass wir hier mal vom Fleck kommen. Also das Prinzip ist immer dasselbe. Ich strave nach links oder rechts und rotiere dann ab und zu, um den Schüssen auszuweichen. Ihr müsst natürlich aufpassen, Asteroidenfeld, dass ihr hier nicht irgendwo gegenfliegt. Aber das versteht sich ja von selbst. So, das ist auch schon das Ziel. Die Raketen haben 10 Kilometer Reichweite. Ich fliege aber noch ein bisschen näher ran. Missile lock. Missile lock. Zwei Raketen. Schauen wir mal, ob die das Ziel zerstören. Jetzt kommt auch eine Rakete zu mir. Shields under fire. So, das hat mit den Raketen jetzt nicht so gut geklappt. So, jetzt habe ich auch meine Waffen. So, da haben wir das erste Ziel ausgeschaltet. Machen wir das zweite Ziel auch noch. Da gibt es zwar nicht so viel Geld für, aber egal. Wie ihr seht, der schießt immer vorbei. Das kommt, weil ich immer auch ein bisschen rotiere. Ihr müsst auch immer rotieren, ihr dürft quasi nicht stehen bleiben, ihm kein Ziel bieten. So, haben wir die beiden erledigt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir weitere Bounties hier finden. Ich fliege nach PO, damit ich die Raketen wieder auffüllen kann. Aber ich muss sagen, an sich hat das mit diesem Schiff schon Spaß gemacht. Also, die Sabre geht gut ab. Die Ertritschen, die haben jetzt nicht so viel Schuss, sage ich mal, so viele Salven. Und ich habe die gerade immer beide gleichzeitig abgefeuert. Und habe mir dann aber hinterher gedacht, man könnte ja auch erst einmal abwechselnd schießen, sodass man quasi den Feind permanent bearbeiten kann. So, machen wir einmal Restock. Aber an sich, das ging schon fix gerade. Da war ich echt überrascht. Ihr seht auch da unten beim Power-Dreieck meine Einstellung. Also ich habe natürlich Waffen und Schilde bevorzugt mit 42% jeweils und der Rest geht dann halt auf den Antrieb. Ich benutze nicht so oft den Booster oder um da jetzt halt zu beschleunigen oder so, sondern was ist hier los? Ach, ich habe kein Fahrwerk ausgefahren. Ja, quatschen und fliegen halt, ne? Also ich benutze den Booster nicht so oft, deshalb braucht der Antrieb nicht so viel, weil er ja nicht den Booster aufladen muss. Da reichen diese 17%. Für mich sind Waffen und Schilde wichtig. Wenn man mehr Energie auf die Waffen gibt, laden die natürlich auch schneller wieder auf.
Ich habe gar nicht geguckt. 1000 AUEC haben wir, glaube ich, bekommen dafür. Jetzt müssen wir hier mal Restock machen. Ja, also Raketen sind schon teuer. Das waren jetzt 2 Raketen und wenn ich mit der 600i an den Xenon Thread Kampf denke, wo ich weiß gar nicht, 36 Raketen waren das, glaube ich, oder waren es 18? Ja, auf jeden Fall jede Menge Raketen. Da hat man dann schon ein paar tausend AUEC in Raketen investieren müssen beim Restock, zumal die größeren Raketen ja auch teurer sind. Da unten ist die Missile-Warnlampe noch an. So, Decoy hat er auch wieder aufgeladen. Ich mache immer 2 Decoy. Gucken wir hier im Menü, ob es da was gibt für uns. Also ich bin nicht so der Spezi in Sachen Bounty, deswegen mache ich immer ganz gerne erstmal diese leichten und würde mich dann quasi peu à peu steigern. Hier steht jetzt gar nicht. Es gibt auch teilweise Sachen, dass ihr jemanden da in einer Höhle suchen müsst. Das hatte ich auch schon. Leider kam ich aus der Höhle nicht mehr raus und die Person, die ich da gesucht habe, die war irgendwo in einem Felsen drin oder so. Also man kam an die gar nicht ran und ich kam dann auch nicht mehr raus aus der Höhle. Das war echt nicht so schön. So, hier haben wir wieder so ein Very Low Risk, aber das ist bei Hurston. Ich nehme das hier mal an, 4000 AUEC, mal gucken, was da auf uns zukommt. Launch complete. Landing gear retracted. Bei Daymar, das ist auch wieder in so einer Höhle, glaube ich. Logical travel initiated. Thank you, and please visit again. Ja, das sind alles so Sachen, die in der 3.15 wohl überlegt sein müssen. Ah, doch keine Höhle. Jetzt geht's auf einmal nach Jela, auch nicht schlecht. Oder habe ich nicht aufgepasst? Wenn man solche Bounties in Höhlen macht, muss man halt in Zukunft auf jeden Fall genau wissen, was man da tut. Wenn das neue Gameplay mit Verletzungen und Tod und sowas ins Spiel kommt, also mehr als jetzt, im Moment spawnt man einfach und das war's. Wenn das natürlich demnächst nicht mehr so einfach ist, man nicht mehr so einfach in einem Krankenhaus spawnen kann, dann sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. So. Also wir werden hier, glaube ich, veralbert. Jetzt ist der auf einmal da. Logical travel initiated. Logical travel complete. Also ich fliege erstmal hier aus dem Asteroidenfeld raus. Gerade hatte ich die Raketen nicht umgeschaltet, hatte mich gewundert, warum ich kein Ziel habe, also keinen Marker. War natürlich klar, wenn man noch im Raketenmodus ist. So, wo ist er jetzt hin? Sind wir vorbeigeflogen? Da ist der Marker. Ja, ich habe die Maus ein bisschen direkter eingestellt. Mir war das Verhalten von der Maus ein bisschen ja, zu lasch, also die hat nicht so schnell genug angesprochen.
Und deshalb, wenn ich jetzt so normal fliege, dann sieht das teilweise etwas hektisch aus. Muss mich da auch noch ein bisschen dran gewöhnen, aber es funktioniert halt so ganz gut. So, Rakete wieder startbereit. Ich schieße trotzdem wieder 2, auch wenn ich wieder Gefahr laufe, dass das nicht klappt. Macht nichts. Wäre ganz gut, wenn das Ziel einfach zerstört würde. Missile. Lock. Kill. So wie jetzt. Ja, das geht das Geräusch leider nicht weg. Ich flieg mal Restock. Port Olisar, vielleicht geht's dann weg. OM1 oder OM2 ist immer ganz gut. Von dort aus kommt man eigentlich überall hin. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. So, wo ist Olisar? Ja, das sind halt so Bugs, die noch behoben werden müssen. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Quantum travel complete. 4000 IUC haben wir jetzt, glaube ich, bekommen für diese Bounty. Das ist ja gar nicht mal so übel. Please proceed to assigned landing bay. Ah, jetzt hat sie aufgehört. Nee, doch nicht. Schade. Landing gear deployed. Landing complete. Machen wir mal aus. Mal gucken, ob es dann aufhört. Nein. Landing complete. Have a pleasant stay. Gleich mal aussteigen. Das piept da drin munter weiter. Vielleicht hilft ja Storn und Respawn etwas. Also das Schiff, nicht ich. Ja, die Komet ist schon ein cooles Schiff, muss ich sagen. Die gefällt mir optisch und die macht ganz schön was her, so waffentechnisch gesehen. Die Raven sieht auch cool aus, aber die hat halt nur 2 Kanonen. Dafür ein EMP, der aber im Moment nicht so stark ist. Ja, das Piepen ist leider geblieben. Vielleicht geht es ja beim nächsten Raketeneinsatz weg. Ich möchte jetzt ungern das Spiel beenden und neu starten. Aegis combat assist activated. Systems green. Bounty.
Da haben wir wieder so ein Very Low Risk Target. Das ist... wo steht's? Jela. Thank you, and please visit again. Machen wir den auch eben fertig. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Ah, jetzt ist er da. Schauen wir mal, ob wir den mit Raketen wieder so einfach ausschalten können. Wenn ihr ein Ziel vor dem Kreuz in der Mitte habt, dann könnt ihr das mit T direkt anvisieren. Zack. Ah, jetzt hat es aufgehört, das ist gut. Missile locked. Und los geht's. So, direkt mal wieder raus aus diesem. Hat nicht geklappt. So, oh, das war knapp. Alter Schwede. Bastard. Jetzt muss ich doch mal boosten. Eine Waden, aha. So, das mit dem Felsen da gerade, das war enorm knapp. Da habe ich richtig Glück gehabt. Meine Herren. Quantum travel initiated. Da war noch einer, habe ich gerade gesehen. Waren auch wieder zwei. Aber für den zweiten gibt es meistens nicht so viel Geld. Von daher ist das nicht so wild. Und bei denen da zurücklassen, ich habe die Kohle ja gekriegt. Quantum travel complete. Please proceed to assigned landing bay. So, mal eben wieder die Raketen aufladen. Landing gear deployed. Also das Schiff hier macht echt Spaß, muss ich sagen. Wenn das mal einer von euch geliehen haben will oder so, Complete. der kann mich ja mal ansprechen, dann kann ich das mal spawnen und ihr könnt mal ein bisschen damit rumheizen. Landing complete. Have a pleasant stay. Das ist ein echt cooles Teil. Die Komet ist anders ausgestattet als die normale Sabre. Das könnt ihr euch in diesem Aircool DPS-Kalkulator mal anschauen.
Die ist ein bisschen, ja, würde ich sagen, ja, anders halt bewaffnet und die hat andere Komponenten. Ich habe jetzt halt die Attrition drauf gemacht. Ich habe, kann man hier leider nicht sehen, ich habe die Kühler ausgetauscht, den Quantum Drive ausgetauscht. Also ich habe den VK00, dann hier Ultraflow, Breton, FR66 und Waffen habe ich halt die Attrition Repeater. Ansonsten, das ist schon ein cooles Teil. Das gefällt mir optisch sehr gut und die macht auch so im Kampf einen richtig guten Eindruck. So, was haben wir noch? Ja, Criminal Nest, das ist natürlich wieder so eine Bunkermission, glaube ich. Hier haben wir wieder so ein Very Low Risk Target. Das ist bei Jela. Zum Üben sind die optimal, diese einfachen Bounties, sage ich mal. Launch complete. Gerade jetzt, wenn ihr wie ich noch nicht so gut seid in dieser Thematik, Retracted. dann Übung macht den Meister. Gerade hatte ich natürlich auch eine richtige Portion Glück bei der Geschichte mit dem Felsen. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. So, wo ist er jetzt? Da oben. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. So, mal ein bisschen Gas geben. 1200 Meter pro Sekunde fliegt die schnell, die Raven. Ne, die Komet. Raven weiß ich jetzt nicht, wie schnell die ist. Ich bin hier auch schon mal gegen einen Asteroiden geknallt, bei dem Versuch, da eine Bounty zu machen. Aber das bleibt nicht aus, glaube ich. Das wird jedem Mal passieren, denke ich. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den gleich vor die Flinte bekommen. Take that! So, wo ist er? Missile locked. Shit. Ach, das hat jetzt nicht funktioniert. Der war zu nah schon dran, da habe ich nicht gepennt. Bastard! Ah, der ist auch nicht alleine. Probieren wir mal die Raketen bei ihm aus. Locked. Wenn er da schon so rumdreht. Kill. Sehr schön. Wenn es nur immer so laufen würde.
Please proceed to assigned landing bay. Landing gear deployed. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Wenn man 4000 bekommt und dann diese Ausgaben sieht, dann ist es eigentlich fair, muss ich sagen. Das ist schon okay. Für 40.000 muss man dann natürlich ewig ackern, aber ja, ist halt so. Das langweilige Leben eines Bounty Hunters. So, da haben wir wieder so einen Typen bei Jela. Also ihr seht, die stehen quasi Schlange. Ihr könnt üben ohne Ende. Launch complete. Landing gear retracted. Das ist Sellen. Da müssen wir nicht hin. Mal sehen, wann er merkt, dass wir weg sind. So, das ist immer blöd. Da muss man immer erst diesen Marker suchen. Wo ist er jetzt? OM2. Ich fliege mal nach OM2, ist scheinbar auf der anderen Seite. Initiated. Quantum travel. Initiated. Quantum travel. Oh, ich habe die Raketen nicht aufgefüllt. Ich habe doch Restock gemacht. Da ist was schief gegangen. Naja. Ja, ihr seht, selbst bei 17% auf dem Antrieb kann man mit dem Boost schon was machen. So, 2 Raketen für unseren Freund. Missile locked. Oh, die haben sogar 15 Kilometer Reichweite. Das ist ganz gut. Ich fliege aber trotzdem mal etwas näher ran. Dann erhöht man die Chancen natürlich, dass die auch treffen. Missile. Er bleibt da ganz ruhig stehen. Das sieht gut aus. Den haben wir also erledigt. Da ist ein Kollege. Können wir den ja platt machen. Shields under fire.
Achso, ich bin wieder im Raketenmodus. Deswegen hat das mit den Waffen gerade nicht funktioniert. Die Etrischen, die ballern, das ist Wahnsinn, astrein. Ihr seht das sind im Endeffekt immer nur ein paar Sekunden, wenn man trifft, und dann sind die schon weg. Trotz, dass sie so wenig Schutz haben, aber das, was die darüber bringen, das reicht scheinbar. Die Very Low Risk Targets fliegen jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn man jetzt ein High Risk Target auswählt. Die sind schon deutlich agiler. Und da kommen dann natürlich auch mehrere starke Gegner. Landing gear deployed. Please proceed to assigned landing bay. Landing complete. Oh, ich hoffe, jetzt wird wirklich alles Landing complete. aufgefüllt. Have a pleasant stay. So, Raketen sind wieder da. Launch complete. So, da ist auch ein rotes Ziel. Was haben wir da? Missile lock. Missile Thank you. And please visit again. friendly target. So, der ist weg. Können wir sofort wieder landen und aufstocken. Ach nee, ich wollte Landeerlaubnis. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear deployed. Die Thunderbolt-Raketen sind auch ganz gut. Ich habe die so noch nie verwendet. Ich weiß gar nicht warum. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Ich finde halt 15 Kilometer Reichweite ist für ein kleines Ziel zu weit. Er hat einfach zu viel Zeit auszuweichen. Meine Meinung. Jetzt funktioniert das mit dem Aufstocken wahrscheinlich wieder nicht. Aber da gibt es einen Trick. Und zwar, ich habe ja bezahlt gerade dafür, für das Aufstocken. Ich meine, wir können es nochmal machen, aber so, jetzt habt ihr das gesehen. Ich habe bezahlt und der stockt nicht auf. Da gibt es einen Trick, damit ihr jetzt nicht hier ohne Ende Kohle raushaut. Systems offline. Einmal das Schiff storen und dann wieder spawnen. Dann müsste alles wieder aufgefüllt sein. Hier auf PO geht das ja, da sind die Wege kurz. Da kann man mal eben reinflitzen und das machen. Deswegen hoffe ich auch, dass PO nie durch eine andere Station ersetzt wird, durch was Größeres oder so, wie bei den anderen großen Locations, wo man ewig Fahrstuhl fahren muss und so. Ich denke auch deswegen hängen so viele Menschen oder Spieler an
Port Olisar, weil die hier quasi groß geworden sind. Es hat ja lange nicht viel was anderes gegeben zum Spawnen. Das war hier quasi die Hauptadresse. Früher war es ja auch immer so, dass Neulinge halt auf PO gestartet sind. Und ich denke, deshalb wollen viele, dass PO bleibt. Ich möchte das auch. Einfach auch, weil es praktisch ist hier. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo die steht. Ich glaube wieder C2. So, jetzt müssten wir wieder volle Raketen haben. So, da sind sie. Systems Wunderbar. Stellen wir auch gleich mal oben auf 2. Also ich schieße immer gleich beide. Eine wird immer treffen, hoffe ich. Gegenmaßnahmen mache ich auch 2. Power-Dreieck ist so geblieben. Gucken wir mal, was als Bounty jetzt noch verfügbar ist. Hier ist zum Beispiel ein Fragezeichen. Da weiß man nicht so richtig, was ist das für einer. Und das ist auch in der Höhle. Das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe. Ich hatte das Pech, dass die Zielperson irgendwie in einem Felsen war. Also ich kam überhaupt nicht an den ran. Und hinterher kam ich aus der Höhle auch nicht mehr raus. Deswegen mache ich sowas erstmal nicht mehr. Jetzt haben wir hier oben wieder... Wir nehmen jetzt mal hier den Low Risk. Nicht Very Low Risk, sondern Low Risk Target. launch complete. Landing gear detected. Quantum travel initiated. Thank you, and please visit again. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Ups. So. Missile locked.
Also wenn der so ganz ruhig steht, dann möchte der scheinbar die Raketen unbedingt in Empfang nehmen. Oder auch nicht. Missile locked. Crap. Mal gucken, ob er die nimmt. Auch nicht. Das ist doof. Was ist das für eine Bude? So, jetzt steht bei mir schon ein Schild kritisch. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz, damit die Schilde mal wieder ein bisschen aufgeladen werden, abdüsen. Bin schon wieder im Raketenmodus. Wie kommt das immer? So, haben wir ne doch noch geschafft. Der andere. Ja, Raketen haben wir für den jetzt leider keine mehr. Oh, hier sind schon wieder Felsen sehr nah, da muss ich aufpassen. Ich komme überhaupt nicht an den ran. Im Moment jedenfalls. Das ist echt doof. So, jetzt aber. Zack. Das ist auch blöd, wenn die so wegspringen auf einmal. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Blöd war halt, dass alle 4 Raketen quasi versagt haben. Initiated. Quantum travel. So, wo ist PO? Quantum travel. Initiated. Quantum travel. Complete.
Wo ist mein Landeplatz? Please proceed to assigned landing bay. Landing gear deployed. Landing complete. Auffüllen Landing bitte. complete. Have a pleasant stay. Ja, jetzt haben wir eine Stunde Bounty gemacht und wir haben schon ein paar AUEC verdient, würde ich sagen. Ich glaube, ich hatte vorhin 890.000 oder so. Und ja, es ist jetzt nicht die Welt, aber besser wie nix. Und es macht auch ganz ehrlich gesagt Spaß. Wie gesagt, wenn einer mal Lust hat und will sich das Schiff ausborgen, weil er selber mal ausprobieren möchte, der kann dir eben Bescheid sagen und dann spawne ich das Ding und dann könnt ihr mal damit ein bisschen rumballern. Ich sage für heute erstmal Tschüss, wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.